Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir wieder das schnelle Sonntagsrezept. Und zwar gibt es heute die schnelle Variante einer Pizza. Man kann Pizza nämlich nicht nur mit Pizzateig machen, der ewig lange gehen muss, sondern man kann sie auch mit Blätterteig machen. Bei mir gibt es heute die klassische Variante mit Salami und Käse. Aber man kann diese Blätterteigpizza mit allen möglichen Sachen belegen. Mit Pilzen, mit Gemüse, mit Wurst, mit Fleisch, verschiedene Sorten Käse. Sie ist total variabel. Na, seid ihr schon gespannt, wie es geht? Na, dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für die Blätterteigpizza benötigt ihr folgende Zutaten. Natürlich Blätterteig, Belag nach Wahl. Bei mir gibt es heute Salami-Pizza, deshalb Salami. Dann könnt ihr Käse nach Wahl nehmen. Bei mir gibt es heute Gouda und Parmesankäse. Für die Tomatensauce benötigt ihr ein Paket passierte Tomaten, etwas frischen Basilikum und Thymian, Salz und Pfeffer. Als erstes machen wir die Tomatensauce. Dazu gebe ich ein halbes Paket passierte Tomaten in eine Schüssel. Die passierten Tomaten würze ich jetzt mit reichlich Salz und Pfeffer. Den Basilikum und den Thymian gebe ich in einen kleinen Handmixer und mixe sie schön klein. Wer möchte, kann sie natürlich auch mit einem Messer schön fein schneiden. Ich nutze immer den kleinen Handmixer dafür, der ist wirklich praktisch. Einfach 2-3 Mal draufdrücken und schon ist alles klein. Die Kräuter geben wir jetzt mit in die passierten Tomaten. Jetzt verrühren wir alles einmal kräftig. Das macht ihr am besten mit einem Schneebesen. Als nächstes bereiten wir den Käse vor. Ich reibe hier gerade einen Gouda mittelalt, aber ihr könnt hier wirklich den Käse nehmen, den ihr am liebsten mögt. Ihr könnt auch den geriebenen kaufen, wenn ihr möchtet. Als zweites habe ich mich für einen Parmesankäse entschieden. Ich mische diese beiden Sorten immer sehr gern, da Parmesankäse immer eine besonders würzige Note hat. Wenn ihr mehrere Käsesorten verwendet, solltet ihr sie auf jeden Fall einmal kurz durchmischen. Und damit sind die Vorbereitungen für unsere Pizza schon abgeschlossen. Als nächstes gebe ich einfach den Blätterteig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Dann geben wir unsere angerührte Tomatensauce auf den Blätterteig und verteilen sie mit dem Löffel überall. Ihr solltet wirklich später überall Soße haben, vor allem an den Ecken und Kanten. Auf die Tomatensauce geben wir dann eine dünne Lage von unserem geriebenen Käse. Die dünne Lage Käse verbindet sich dann später sehr schön mit der Tomatensauce im Backofen. Was ist eigentlich euer Lieblingspizzabelag? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, und jetzt können wir die Pizza nach Herzenslust belegen. Bei mir gibt es ja heute Salami-Pizza, deshalb belege ich meine Pizza jetzt nur mit Salami. Meine Kinder lieben Salami-Pizza einfach. Ich persönlich esse auch sehr gerne Spinatpizza oder mit Käse und Schinken. Pilze sind allerdings auch nicht zu verachten. Das ist das Schöne an selbstgemachter Pizza. Jeder kann sie sich so belegen, wie er es am liebsten mag. Bei uns kommt jetzt noch einmal Käse über den Belag. Das ist allerdings nur optional, das kann jeder so halten, wie er es am liebsten mag. Ich persönlich kann es aber wirklich empfehlen, 2-mal Käse drauf zu machen. Probiert es doch einfach mal aus. Die Pizza kommt dann für 20 Minuten bei 180 Grad in den vorgeheizten Backofen. Wenn die Zeit zum Pizzateig machen fehlt, ist die Blätterteigpizza eine tolle, schnelle Alternative. Ja, ich hoffe, das Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!